Viele kennen sicher Sprüche wie "One apple a day keeps the doctor away" oder "Karotten sind gut für deine Augen". Doch an einigen dieser Ernährungsmythen ist nicht viel dran. In diesem Video beleuchten wir die 5 bekanntesten falschen Ernährungsmythen und Irrtümer. What are you? Doctors! What is this? Das Sprichwort "An apple a day keeps the doctor away", was im Deutschen so viel bedeutet wie "Iss jeden Tag einen Apfel und du brauchst keinen Arzt mehr", stammt aus dem 19. und 20. Jahrhundert, als die gesundheitsfördernde Wirkung des Apfels zunehmend erforscht wurde. Sinngemäß bedeutete der Spruch damals, dass der Verzehr eines Apfels pro Tag dazu führe, dass der Doktor, aufgrund der gesunden Wirkung der Frucht, bald keine Patienten mehr zu behandeln hätte. Der Apfel ist ohne Zweifel ein beliebtes, gesundes Obst und regionales Superfood. Er ist reich an Nährstoffen wie Vitamin B, Folsäure, Kalium oder Calcium. Der Großteil dieser Bestandteile sitzt übrigens direkt unter der Schale. Deshalb ist es empfehlenswert, den Apfel ungeschält zu essen. Außerdem beinhaltet die Apfelschale Pektine, welche sich positiv auf unsere Verdauung auswirken können. Die unverdaulichen Ballaststoffe regen unsere guten Darmbakterien an, die unsere Darmschleimhaut schützen. Aus diesem Grund wird der Apfel auch gerne als Hausmittel bei Durchfall eingesetzt. Der Apfel sollte vor dem Verzehr aber gründlich gewaschen werden, damit mögliche Pestizidrückstände minimiert werden. Die im Apfel enthaltenen Flavonoide sind für die rote, gelbe oder grüne Farbe der Obstsorte verantwortlich. Sie schützen unsere Zellen zusätzlich, weil sie als Antioxidantien wirken und das Risiko für verschiedene Krankheiten reduzieren. Aber Äpfel sind kein universelles Heilmittel, wie es das Sprichwort assoziiert. Sie alleine bewahren uns nicht zuverlässig vor Krankheiten oder einem Arztbesuch. Jemand, der täglich einen Apfel konsumiert, geht genauso häufig zum Arzt wie jemand, der ihn nicht isst. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, Krankheiten vorzubeugen, Beschwerden zu lindern oder das Immunsystem zu stärken. Doch da gehört ein wenig mehr dazu als ein Apfel am Tag. Der Ernährungsmythos ist somit falsch. Süßstoffe sind eine sinnvolle Alternative zum Industriezucker. Der Industrie- oder Haushaltszucker wird durch maschinelle Prozesse aus Pflanzen isoliert und versteckt sich unter vielen Namen. Zum Beispiel Rübenzucker, Rohrzucker, Saccharose oder Sucrose, Maltose oder Laktose. Man erkennt ihn in Zutatenlisten meist an der Endung -ose. Beim Verzehr wird Zucker im Körper zersetzt und führt zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels, damit einer hohen Ausschüttung des Hormons Insulin. Zu viel Zucker ist, wie allgemein bekannt, ungesund und fördert Krankheiten. In unserer Gesellschaft nehmen wir eigentlich insgesamt pro Kopf schon zu viel Zucker über die Nahrung auf, als gut für uns wäre. Um aber nicht auf süßen Genuss zu verzichten, suchen viele Menschen nach Süßungsalternativen. Denn es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass diese gesünder seien als Industriezucker. Agavendicksaft, Ahornsirup oder Honig bestehen letztlich überwiegend ebenfalls aus Zucker. Die sogenannten Zuckerersatzprodukte versprechen wenig Kalorien und keinen Einfluss auf den Blutzucker. Man unterscheidet Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe. Für diese gibt es Zulassungsbeschränkungen innerhalb der EU. Interessant zu wissen, wenn auf einem Produkt im Supermarkt der Hinweis "ohne Zucker" notiert ist, heißt das nur, dass es keinen Haushaltszucker enthält. Meistens findet sich ein Zuckerersatzstoff in der Tabelle. Zuckeraustauschstoffe wie Xylit oder Sorbit mit Endung auf -it tragen in den Zutaten E-Nummern und sind ganz anders aufgebaut als der normale Zucker. Im chemischen Kontext spricht man von Zuckeralkoholen. Sie werden ohne Insulin verstoffwechselt und verursachen keinen großen Blutzuckeranstieg. Künstliche Süßstoffe auf Stevia-Basis schütten auch kein Insulin aus, weil sie unverändert wieder ausgeschieden werden. Sie enthalten nahezu keine Kalorien. Das stimmt also. Aber eine gesunde Alternative zum Industriezucker sind sie deshalb nicht. Die Datenlage zu dem Thema ist nicht ausreichend.
Man weiß einfach noch zu wenig darüber, welche Effekte die Stoffe im menschlichen Organismus langfristig bei regelmäßigem Konsum auslösen können. Die Wirkung der einzelnen Ersatzprodukte kann von Stoff zu Stoff stark variieren. Zudem gibt es Forschungen, die bestätigen, dass manche Süßstoffe das Darmmikrobiom, also die gesamten Mikroorganismen im Darm, die eine relevante Rolle bei unserer Gesundheit spielen, verändern und letztlich auch den Glucose-Insulin-Stoffwechsel beeinflussen. Es gibt aber momentan keine wissenschaftlichen Belege für Gesundheitsrisiken, sofern die Süßstoffe in den empfohlenen Mengen verzehrt werden. Sinnvoller wäre es insgesamt also, auf Produkte mit natürlicher Süße zu setzen und weniger gesüßte Produkte zu konsumieren, auch wenn das schwer wird. Schnaps kurbelt die Verdauung an. Fast jeder kennt den Aperitif Uso vor dem Essen beim Griechen. Ich trink Uso, was trinkst denn du so? Oder den Unterberg Kräuterbitterschnaps, der im deutschen Raum gerne als Digestiv nach dem Essen gereicht wird. Hilft Schnaps tatsächlich bei der Verdauung? Nope, das ist ein Mythos. Alkohol kann für kurze Zeit als angenehm empfunden werden, weil es Appetit anregt oder das Völlegefühl betäubt. Speziell das im Uso enthaltene Gewürz Anis hat verdauungsfördernde Eigenschaften, kann die Muskulatur des Magens und Darms entspannen und wirkt antibakteriell. Aber als Verdauungsmittel ist es nicht geeignet, sondern wirkt eher kontraproduktiv. Alkohol belastet den Magen zusätzlich, weil er die Magenmuskulatur hemmt und dadurch die Weiterbeförderung des Mageninhalts verlangsamt. Vor allem größere Mengen Alkohol bremsen die Verdauung. Daher sind sämtliche Alkoholsorten, auch die meisten Kräuterschnäpse, nicht zum Anregen der Verdauung geeignet. Die Nachteile des Alkohols sind größer als die Vorteile der darin enthaltenen Kräuter. Studien haben gezeigt, dass dagegen zum Beispiel auf Kräutertee gesetzt werden kann. Karotten sind gut für die Augen. Karotten sind ein gesundes Gemüse, das Vitamine und Ballaststoffe liefert und sich damit unter anderem positiv auf die Verdauung, das Immunsystem und die Hautgesundheit auswirkt. Sie beinhalten reichlich Beta-Carotin. Dieses wird im Körper in Vitamin A umgewandelt, was wiederum essentiell für unsere Netzhautzellen in den Augen ist. Vitamin A sorgt dafür, dass unsere Netzhaut mehr Licht aufnehmen kann und spielt damit eine Rolle beim Sehen in der Dunkelheit. Vitamin A-Mangel kann zu Nachtblindheit führen. Das ist in unseren Breitengraden aber eher selten. Karotten können also beim Verzehr einen Mangel ausgleichen und unterstützend wirken. Aber sie haben keinen direkten Einfluss auf die Verbesserung der Sehkraft beim Menschen. Es lässt sich weder das Sehvermögen steigern, noch eine Sehschwäche beheben. Klassische Sehstörungen entstehen durch einen Brechungsfehler des Lichts im Augapfel, wenn dieser zu lang oder zu kurz ist. Die Ursachen sind vielfältig und noch nicht vollständig erforscht. Du kannst so viele Möhren essen, wie du willst. Eine Brille können sie nicht ersetzen. Butter ist gesünder als Margarine. Butter ist ein tierisches Fett. Kuh-, Schafs- oder Ziegenmilch wird zunächst durch maschinelle Prozesse in Rahm, also fettreiche Sahne, und Magermilch getrennt. Anschließend schlägt man Sahne so lange auf, bis Milch Fett austritt, verklumpt und zu Buttermasse verknetet werden kann. Butter enthält etwa 2/3 von gesättigten Fettsäuren. Das sind die in der Ernährung eher schlechten, ungesunden Fette, die in hoher Dosierung den Cholesterinspiegel erhöhen und das Risiko für Herzerkrankungen steigern. Butter von Kühen, die gut mit Weidegras und anderem Grünfutter versorgt sind und ein artgerechtes Leben führen, enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie die Vitamine A, E und D, Kalium, Calcium und Phosphor. Manchmal werden Salz und Beta-Carotin zugesetzt. Allerdings stammt die Butter, welche wir heute konsumieren, überwiegend nicht von glücklichen Kühen, die artgerecht und stressfrei gehalten werden, auch wenn das die Werbung der Milchindustrie so darstellt. Milch wird grundsätzlich vom Muttertier für ihren Nachwuchs produziert. In der Nutztierwirtschaft, unabhängig davon, ob es sich um Massentierhaltung handelt oder nicht, wird eine weibliche Kuh immer und immer wieder, ihr ganzes Leben lang, künstlich befruchtet. Mutter und Kalb werden nach der Geburt gewaltsam voneinander getrennt. Beim Melken mit etablierten Melkmaschinen oder Robotern erleidet die Kuh meist zusätzliche Schmerzen. Zum Beispiel, wenn sie mit einer Mastitis infiziert ist,
einer bakteriellen Euterentzündung, die nicht selten bei Milchviehbeständen vorkommt. Dieses Tierleid hat Auswirkungen auf die Milchqualität und damit die Gesundheitswirkung von Milchprodukten. Insbesondere ist dies der Fall bei Produkten aus der Massentierhaltung. Da kann die Milch ebenso mit Hormonen und Antibiotika belastet sein. Margarine ist ein Produkt auf überwiegend pflanzlicher Basis, bestehend aus Raps, Oliven, Lein- oder Sonnenblumenöl, Wasser sowie Emulgatoren bzw. Zusatzstoffen, die zur Mischung der Komponenten notwendig sind. Margarine enthält viele einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die guten Fette, welche gesundheitsfördernd wirken, weil sie den Cholesterinspiegel senken und das Risiko für Herzerkrankungen reduzieren. Ihr Anteil variiert je nach Ölsorte. In Margarine können zudem Vitamine wie A, D, K und E, Pflanzensterine zur Senkung des Cholesterinspiegels sowie Aromastoffe, Stärke und Konservierungsstoffe zugesetzt sein. Um Nebenwirkungen zu vermeiden, sollte man also die Zutatenliste untersuchen und das Produkt kaufen, was zu den eigenen Cholesterinwerten passt. Bei der Herstellung von Margarine, konkret dem Härten, um die buttrige Konsistenz zu erreichen, entstanden früher Transfettsäuren. Diese Transfettsäuren sind für Menschen ungesund und schädlich, weil sie die Blutwerte negativ beeinflussen. Daher die Annahme, Butter sei gesünder. Doch inzwischen wurden die Herstellungsprozesse angepasst, sodass die moderne Margarine in der Regel nur noch geringe Mengen an Transfettsäuren enthält oder sogar völlig frei davon ist. Man sollte bestenfalls die Zutatenliste analysieren, um sicherzugehen. Manchmal ist auf der Verpackung der Verweis auf ungehärtete Fette angegeben. Margarine ist allerdings nicht nachhaltig. Anstatt die Öle zu härten, werden sie heute mit Kokos- oder Palmöl gemischt. Zweiteres ist belastend für die Umwelt, weil die Herstellung von Palmöl mit der Zerstörung des Regenwaldes zusammenhängt und damit zum Klimawandel beiträgt. Doch letztlich ist die Herstellung von Margarine trotzdem umwelt- und vor allem tierfreundlicher als die von Butter, weil auch die Nutztierhaltung einen enormen Beitrag zum Fortschreiten des Klimawandels leistet. Somit ist Margarine im direkten Vergleich wissenschaftlich betrachtet etwas gesünder als Butter und der Mythos stimmt damit nicht. Insgesamt sollten Streichfette aber nur sparsam genossen werden, weil sie viele Kalorien enthalten. Am besten man setzt bei Fetten auf naturreine, kaltgepresste Pflanzenöle. Wenn ich ein Video zu Ernährungsmythen, die wahr sind, machen soll, oder du weitere Themenvorschläge im Bereich Gesundheit hast, schreib mir gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.